Willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchten wir euch ein bisschen über Sound erklären, über den Klang eures Instruments, egal ob Gitarre oder Klavier. Es gibt eine sehr ungewöhnliche Sache beim Sound, von denen kaum einer etwas weiß, die ein bisschen versteckt ist. Also viele wissen es davon, aber die meisten nehmen es gar nicht wahr, weil sie wirklich sehr versteckt ist. Es hat nämlich nicht mit eurem Instrument zu tun, es hat nicht mit dem Klang, der in eurem Instrument zu tun ist, es hat nicht mit dem Verstärker direkt zu tun, sondern mit dem Raum. Denn wir befinden uns hier gerade in einem Café in Hollywood, in Los Angeles. Und dieser Raum hat schon einen besonderen Klang. Die Räume können sehr unterschiedlich klingen. Wir werden ein paar richtig geile Studios, ein paar der geilsten Studios der Welt überhaupt austesten, um die Räume zu checken. Aber überhaupt die Frage, Hannes, was ist überhaupt ein Raum? Also wir kommen jetzt gleich nochmal in diese Richtung, was du für dich davon ziehen kannst zu Hause. Genau. Wie kannst du den Raum vielleicht bei dir zu Hause beeinflussen oder wo auch immer du spielst, das kannst du beachten, um deinen Klang auch deines Instruments zu beeinflussen. Aber bevor ich noch mehr rede, Hannes, was überhaupt ist ein Raum? Ja, ein Raum. Jeder kennt ihn, die meisten wohnen in einem. Und wenn man da als Musiker von spricht oder sich da Gedanken zu macht, geht es eigentlich nur darum, selbst wenn du sprichst, singst, dein Instrument spielst, ganz egal, entstehen ja Schallwellen. Man erzeugt irgendwie Schallwellen, die verteilen sich im Raum. Und je nachdem, wie groß der Raum ist, ne, ihr kennt das aus einer Kirche oder so, da klingt alles total hallig, weil der Raum total groß ist. So ein riesiger Schall, ne? Oder so ein riesiger Hall oder ein Echo auch entsteht da. Ja. Und es gibt auch ganz kleine Räume, irgendwie, was weiß ich, bei euch zu Hause im Badezimmer oder so. Und dann gibt es noch den Unterschied, woraus sind die Wände. Ja, also so Kacheln, die reflektieren extrem krass den Schall oder Glas. Und Holz zum Beispiel, und je nachdem wie das Holz beschaffen ist oder ein Vorhang, wird der Schall aufgesaugt und wird nicht so stark reflektiert. Was passiert eigentlich, ist es nicht, wenn ich irgendwo in den Bergen bin und ich rufe da rein, Echo, und dann kommt so eine Sekunde später, Echo, ganz leise. Da wird das reflektiert. Der Schall wird reflektiert von anderen Felswänden und das... Wieso ist das in den Bergen so und wieso jetzt nicht hier in dem Echo? Ja, das ist auch hier, aber dadurch, dass der Raum kleiner ist, sind die Abstände zwischen den Wiederholungen nicht so groß. Also das, was ich dahin rufe, kommt schneller zurück quasi, weil die Wand da vorne ist und nicht irgendwo weit in den Bergen drin Ganz ist. genau. Wie lange dauert das so oder wie schnell sind diese Schallwellen, die aus meinem Mund rauskommen? Sehr schnell. Ja. Ich kann da jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es ist eben natürlich so, je größer ein Raum ist, desto länger braucht der Schall, um wieder zurück zu deinem Ohr zu kommen. Weißt du was, ich habe es mal gelesen. Es hängt von der Temperatur ab auch. Okay. Ungefähr 340 Meter pro Sekunde. Dann bist du der Fachmann. Aber es kann variieren, es kann 300 oder 344, sagt man hier, wenn man rechnet, so 340 glaube ich oft. Aber das ist sehr langsam. Zum Vergleich, Lichtgeschwindigkeit sind irgendwie 1100 Kilometer pro Stunde. Ich glaube, Lichtgeschwindigkeit. Quatsch. Nein, Quatsch. Nein, komplett falsch. Zum Vergleich, Lichtgeschwindigkeit ist viel schneller. Licht kann. Also zum Beispiel ein Mensch kann niemals so schnell reisen wie Licht, also zumindest nach dem heutigen Stand der Technik. Es ist nahezu unmöglich, weil Licht einfach so schnell ist. Aber zum Beispiel Flugzeuge können Überschall fliegen. Dann knallt's. Und genau, und dann knallt's. Und das sind nämlich, wenn die so schneller als 1100 km/h pro Stunde fliegen. Und das ist ungefähr diese 340 Meter pro Sekunde. Genau, okay. Dann knallt's und das ist, also eigentlich ist der Schall sehr langsam. Auch in einem Fußballstadion hört man das oft. Ja, so Fußballsteine, wo du es gerade sagst, werden auch so gebaut, dass es besonders laut ist in der Konstruktion, dass es viele Reflexionen gibt, dass der Schall möglichst im Stadion bleibt, damit es laut ist und die Stimmung gut ist. Ja. Okay, aber das ist jetzt ein bisschen Theorie. Was können wir zum Beispiel machen zu Hause, wenn ich ja mein E-Piano zu Hause stehen habe, ne? Und in einem Raum, so irgendwie, ich habe so einen Holzboden irgendwie oder so Laminatboden und habe mein E-Piano da stehen und es klingt alles so ein bisschen hallig. Was ist, wenn ich das zum Beispiel den Klang bewusst ein bisschen, ich mag zum Beispiel sehr, weil mein Piano sehr privat, so sehr, ich sage mal, sehr intim klingt. Unhallig. Ja, genau, ich glaube, soll sehr trocken dann klingen, ja genau. Genau, trocken, wenn wenig Hall da ist, wenig Reflexion, also dann spricht man von trocken. Ja, also du kannst alles Mögliche machen. Du kannst anfangen, Bilder aufzuhängen. Oder du kannst Eierkartons an die Wände hängen. Ja. Du kannst Vorhänge an die Wände hängen.
Möbel verändern, also alles, was im Raum ist, verändert den Sound. Und wieso? Ja, weil diese Möbel den Schall dann wieder brechen und er wird eben nicht von der nackten Wand, wird er sehr direkt reflektiert. Also quasi, ich spreche jetzt und jetzt spreche ich gegen den Becher und jetzt, wahrscheinlich hat sich meine Stimme direkt anders angehört, oder? Ich spreche nochmal, jetzt halte ich meine Hand mal vor die Stimme. Und wahrscheinlich konntest du mich gerade nicht so gut verstehen, wenn meine Hand davor ist. Wieso? Weil der Schall wird reflektiert. Schallwellen dagegen gekommen sind. Ne? Der ist früher, bevor er zum Mikrofon kam, von der Kamera Deswegen quasi. Klingt das auch, wenn du das ausprobierst, klingt das plötzlich ganz anders, wenn du dir deine Hand vor den Mund hältst. Und ich kann damit ganz viel ausprobieren, je nachdem, was ich hier mache. Das ist schon ein Raum, den ich erzeuge. Genau, also es sind so... Das ist eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, es ist total spannend, aber auch also so Studioräume, ne? Die sind von Profis vermessen, also da kann man nicht irgendwie was machen, das ist schon eine Wissenschaft, wie du gesagt hast. Also eigentlich, Räume können auch sehr unangenehm klingen, ne? Und Räume können sehr, sehr geil klingen, ne? So sieht's aus. Und was wir vorhaben, noch hier in der Zeit, wo wir in Hollywood sind, definitiv mal die geilsten Räume der Welt auszuchecken. Zumindest unter anderem, also gibt es auf der ganzen Welt verteilt. Hannes, du warst in den Abbey Road Studios vor ein paar Tagen. In London, genau. Abbey Road, wo die Beatles aufgenommen haben. Wie war der Sound da? Wie waren die Räume? Sensationell. Ich möchte sagen, Weltklasse. Ja. Ein sehr angenehmer Sound, es klingt sehr schön da, sehr cool und das wollen wir jetzt hier auch mal auschecken, was es hier so gibt. Genau, wir checken das aus und letztendlich probieren mal ein bisschen was aus. Was verändert sich, wenn du dein Instrument an der Wand stehen hast? Was passiert, wenn du es ein bisschen von der Wand wegrückst? Wo hast du deine Lautsprecher stehen? Eine ganz wichtige Sache. Bei E-Pianos ist der Lautsprecher meistens unter dem E-Piano eingebaut und schallt auf den Boden quasi. Meiner Meinung nach eine der dämlichsten Entscheidungen, die je ein E-Piano-Hersteller machen konnte. Ich habe oft, wenn ich zum Beispiel für mich selbst spiele, habe ich zwar die Lautsprecher, die nach unten schallen, auch an, aber gerne habe ich noch zusätzliche Lautsprecher, so kleine Computerlautsprecher oder so oben drauf stehen, die zu mir schallen. Ganz einfach, weil auch die schönen, hohen Piano-Klänge viel besser, viel transparenter rüberklingen. Weil die Schallwellen nicht auf den Boden geklemmt werden, sondern direkt zum Ohr kommen. Und das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Auf jeden Fall. Aber genau bei der Gitarre das Gleiche? Absolut das Gleiche. Wenn du, je nachdem, wo du mit deiner akustischen Gitarre sitzt, wenn du mal im Badezimmer sitzt und da mal in die Seiten haust oder du sitzt in deinem Schlafzimmer mit Bücherregal und Kleiderschrank, wird es anders klingen. Das ist sehr spannend, da mal rumzuprobieren und manche Sachen klingen einfach schöner als andere. Man nimmt es einfach als schöner wahr. Ja. Genau. Ja, alles klar. Also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos, wo wir euch die Studios dann auch mal ein bisschen präsentieren, oder einfach ein paar Eindrücke habt. So sieht's aus. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.